Frau, meine Familie und ich, wir führen einen kleinen Nebenerwerbsbetrieb mit 16 Hektar Grünland und haben im letzten Jahr einen neuen Stall errichtet und haben hier im Stall 14 Tiere der Rasse Simmentaler Fleckvieh und sind seit letztem Jahr auch entsprechend Bioland zertifiziert. Der Wunsch ist mir vor 15 Jahren schon gekommen, wo ich gesagt habe, Mensch, ich habe wirklich Spaß an der Landwirtschaft, habe viel Zeit mit meinem Opa eben in der Landwirtschaft verbracht, auch mit den Rindern. Das hat mich irgendwie angesteckt und dann hat mir das so Freude bereitet, dass ich irgendwann gesagt habe, ich könnte mir durchaus vorstellen, das Ganze etwas größer zu machen, etwas auszuweiten. Und da ist halt dann der Gedanke gekommen, aber wenn wir es größer aufziehen, dann geht es nur mit einem ordentlichen Stall, mit einem schönen Gebäude, wo wir die Tiere entsprechend angenehm halten können und auch sich unsere Arbeitsbedingungen tatsächlich verbessern. Ja. Also wo wir darauf Wert gelegt haben, ist, dass wir viel Licht haben wollten. Wir wollten, dass von außen ersichtlich ist, was wir hier tun. Das heißt, auch die Spaziergänger, die vorbeigehen, sind eingeladen, hier reinzuschauen. Und das war ein Punkt, der uns sehr wichtig ist, sodass sich die Arbeitsachsen für uns, zum Beispiel jetzt mit dem Teleskoplader, verbessern bzw. überhaupt erstmal entstehen, dass wir kurze Wege haben zum Futter, dass wir einen Strohboden haben, auf dem wir unser Stroh und Heu lagern und nebenan die Siloballen, die dort lagern. Dann haben wir großen Wert darauf gelegt, dass die Tränken entsprechend beheizt sind. Im Winter hatten wir viele Probleme mit dem Einfrieren, mit den scharfen Kanten. Wenn es länger kalt war, dann ist natürlich sehr viel Eis in diesen großen Tränkebecken gewesen. Und dann mussten wir das immer auftauen und die Schläuche suchen, wenn der Schnee drauf war. Und das war halt immer nicht so schön. Jetzt läuft das alles automatisch. Und das sind Faktoren, wo wir heute sagen, das war auch genau die richtige Entscheidung. Ja, gerade für meine Frau, wenn ich das so sagen darf, hat sich auch sehr viel verändert. Definitiv ist der Stall jetzt so ausgelegt, dass ich hier auch alleine klarkomme. In dem alten Stall war das so nicht möglich. Das war alles viel aufwendiger, viel zeitintensiver. Das hat alles dazu beigetragen, dass es alles nicht so gut funktioniert hat. Jetzt ist das so gemacht, mein Mann war jetzt 4 Tage nicht da. Wir haben alles vorher hier reingefahren mit dem Teleskoplader. Ich kann von da aus füttern oder wenn ich den nicht brauche, dann schiebe ich es mit der Gabel einfach ran. Wenn ich sauber machen will, kann ich die Tiere mit den Gittern einfach fixieren und das ist einfach für mich eine absolute Sicherheit. Wir haben hier einen Personenschlupf. Das ist einfach toll. Ich gehe rein und wenn mir irgendwo eine Situation unangenehm ist, gehe ich einfach raus und kann einfach gehen. Klar, man schaut bei so einem Projekt auch, wo kann man eventuell Kosten sparen und das war ein Punkt, wo ich gesagt habe, die lassen wir erstmal weg, haben dann aber sehr schnell im Sommer bei den ersten Gewittern festgestellt, dass der Ostwind dafür sorgt, dass ungefähr die Hälfte der Liegefläche nass wird. Und da war sehr schnell der Entschluss gefasst, dass es ohne Rollos nicht geht. Aber das war zu 100% die richtige Entscheidung, denn ohne die Windschutzrollos hätten wir deutlich höheren Strohverbrauch. Es wäre deutlich nasser hier drin. Für mich ist einfach die Leistung, die Betreuung während der Planungsphase, weil wenn man sowas zum ersten Mal macht, dann ist es unglaublich wichtig, gute Tipps zu bekommen. Und davon haben wir zuhauf tatsächlich von euch bekommen und sind da sehr, sehr zufrieden. Von der ersten Kontaktaufnahme bis hin über die Planung, bis zu den Zeichnungen. Auch wenn man schnell freitags, nachmittags nochmal irgendein Problem hatte, man konnte jederzeit jemanden erreichen und das war ganz, ganz toll. Das hat uns großen Spaß gemacht. Die Qualität für die Tiere und auch für uns ist was ganz anderes geworden und das macht einfach mega Freude, morgens, mittags, abends hierher zu kommen. Man hat einen deutlich geringeren Zeitaufwand als vorher, ganz klar. Und es macht halt auch Freude zu sehen, wie es den Tieren geht. Ja. Man hat das Gefühl, dass es ihnen auch einfach gut geht. Die geben einem ja auch was zurück. Und sie gehören halt einfach auch zur Familie. Wenn es denen nicht gut geht, geht es uns auch nicht gut.